Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen von einer weiteren Folge von F1 Clash 2022, die Saison. Ich wurde gefragt, ob wir Serie 5 natürlich machen. Ja, machen wir jetzt ein Video dazu. Ich zeige euch das Setup. Ich zeige euch, wie weit ich da bin. Wir machen 2 Rennen in dem Video. Das erste Video machen wir mit nicht so gutem Equipment. Also wir benutzen Serie 2 Items für die Serie 5. Und ja, dann zeige ich euch. Fahrer, genau, fangen wir mal bei den Fahrern an. Bei Serie 5 habe ich die selber noch nicht gepusht. Ich habe die so gelassen. Ich nehme da Charles, würde ich jetzt mal so nehmen, Charles Leclerc. Und den anderen, dann nehmen wir Guanyu Serie 4, episch. Denke ich mal, solltet ihr haben, hoffe ich. Wenn nicht, den kann ich aber auch switchen. Dann nehmen wir zum Beispiel ja, Kevin Magnussen, Serie 3. Ja, den können wir auch nehmen. So. Nehmen wir den. Dann gehen wir auf das Setup, das habe ich gerade eben schon gehabt. Das Setup, Leute, klar, wenn ihr jetzt, ich habe jetzt Serie 2, das ist jetzt auf 3. Wenn ihr das jetzt auf 1 oder auf 2 habt, ist das auch okay. Orbit, da hoffe ich, dass ihr ein besseres Getriebe habt. Das ist aber Serie 2, so wie ihr sehen könnt. Und ihr könnt ja trotzdem noch Steamroller nehmen. Das wäre sogar schlechter, das Teil. Ja, wenn ihr hier selten Serie 4 habt, ja, wenn ihr jetzt, oh, ja, okay. Okay, Orbit, ja. Wenn ihr das auf 3, 4 habt, alles wunderbar. Alles wunderbar. Für Serie 5 reicht es locker. So. Heckflügel, Motor etc. pp. So wie ihr auch seht hier. Der Titan ist bei mir immer noch, ist auch ein Motor, den ich sogar noch oben in der Klasse benutze. Also, wenn ich mein richtiges Setup habe. Ja, dann fahren wir mal. 5,5 Sekunden Pit-Time sollte reichen. Dann lass uns mal da reinspringen. Ab in Serie 5. So. Es geht wirklich um die Taktik. Natürlich, wenn ihr Teile habt, die nicht so gut sind, dann fehlt euch vielleicht an der einen Ecke die ein bisschen Power oder so. Was aber wirklich nicht viel ausmacht im Moment. Es gibt Leute, die ja sagen, ja, die fahren hier mit den Starterteilen und machen besseren Quali als ich. Und man hat epische Teile dann da drin. Ja, es geht aber auch um die Taktik. Die Strategie ist mega wichtig. Und so, es regnet. Singapur. Können wir natürlich nicht so viel zeigen. Weil am besten, wenn es trocken ist, Leute, immer ein Boxenstrategie fahren. Immer. Eine Pitstop. So, hier. Ja. Wird aber trotzdem lustig. Wir müssen auf Nass natürlich rausfahren. Fahren mit einem von unseren Fahrern müssen wir eine 3-4 fahren und mit dem anderen eine 4-3. So, und jetzt werden wir sehen, mit wem wir welche fahren. Immer nur ein bisschen pushen am Anfang, um einfach nur wegzukommen. Sobald man dann weg ist, wie zum Beispiel jetzt hier, genau, ja, nach der zweiten, ja, da kommt er nochmal perfekt. So, und jetzt runter. Ja, hier, schön auf grün, hängt ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Kevin Magnussen haben wir auch jetzt. Das war's mit Pushen. Von beiden. Opa. Magnussen musste ein bisschen reinkommen, hat ein paar Positionen verloren. Bei Leclerc sieht es ein bisschen besser aus. Bei den Fahrern, Leute, wenn ihr einen epischen Fahrer habt, hatte ich auch unter einem Facebook-Kommentar reingeschrieben gehabt, bitte nimmt den epischen Fahrer. Die besten Fahrer einfach nehmen. Wirklich. Einfach die besten Fahrer, die ihr da bei euch im Sortiment habt. Und damit versucht ihr dann einfach das Beste zu machen. Taktik, hier seht ihr selber, jetzt haben wir Charles Leclerc 75% und runter. So, auf Kevin tun wir ein bisschen pushen. Ein bisschen mehr als soll. Passt. So. Seht ihr, man versucht immer den Abstand, deswegen, ich mache das immer rot und dann grün, ja. Warum ich das mache? Wegen dem Gap. Wenn ihr Gaps habt, ist das ja tausendmal besser, so wie jetzt seht ihr das, Charles Leclerc baut jetzt gerade wieder den Gap auf. So, jetzt beschleunige ich wieder ein bisschen, weil ich will ja nicht überholt werden. So, und könnte so gesehen, wenn ich ja will, eigentlich angreifen, weil hinter mir habe ich Platz. Ihr werdet die meisten Angriffe, die ihr machen werdet, ihr bleibt da immer hängen.
weil hinter euch ja auch kein Platz ist. Und dadurch, wenn ihr dann einen Fehler macht, habt ihr die Gefahr, dass ihr den Platz verliert. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ausreichend Platz nach vorne und nach hinten haben, damit, wenn jemand pittet, dass wir den dann überholen können. So, schön, wunderbar, schön raus. So, Charles Leclerc jetzt auch wieder ein bisschen beschleunigen. So, und wir werden, was fahren wir denn? Wir fahren mit beiden, werden wir eine 4-3 fahren, so wie es aussieht. Ja, wir werden jetzt schauen, beschleunige gerade ein bisschen, weil ich hoffe, dass irgendjemand reinkommt hier in der Top 10. Und den Platz würden wir gerne mitnehmen. Und hier unser Gegner hat Lewis Hamilton. Ja, das ist natürlich gut. Wir gucken auch nach dem Rennen hier definitiv unser Setup an. Nicht skippen, noch weiter zusehen. Scherz, Leute. Ja. So, super. Hier Charles Leclerc jetzt auf 7. So, wir beschleunigen ein bisschen mit Kevin. So, der muss da raus. Ja, perfekt. Sieht doch gut aus. So. So, perfekt. So, jetzt haben wir erstmal weggedrückt. Allerdings kommen wir hier rein. So, und ihr seht selber, wir haben Zeit. Ja, so, Leclerc jetzt geht runter. So, jetzt so, komplette Autoreparatur. Und mit Kevin Magnussen genau das gleiche. Wir wechseln auf Wet. Wir gucken nach da oben. Es regnet permanent, also es wird auch nicht trocken. Ihr seht, wie gesagt, kein Stress. Wir können jetzt schön pitten. Wir beschleunigen wieder ein bisschen. Wollen ja unsere Reifen nicht komplett abfahren. So, perfekt rein. 2, 1, so, rein. Wechseln. Die Autoreparatur, das ist das, was am meisten hängt hier. Deswegen, und raus, raus, raus. So, 7,5. Perfekt. Hier, er kommt auch rein. Gucken wir uns mal einen Pitstop hier an. 7,28 und raus. So, und ihr seht, alles wunderbar. Stress mit Charles. Komm. Nein, hat er verloren. Doch, da holt er sich den wieder. Super. Platz 9, sieht doch gut aus. Sehr, sehr gut. Tun wir ein bisschen so. Wir könnten komplett durchboosten. So wie ihr seht. Allerdings hängen wir ja da auch mit Kevin. Also fahren wir jetzt mal runter. Klar, Charles kann ein bisschen beschleunigen, weil wir haben mehr Platz nach vorne. So. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir unten in die Kommentare. Wir können immer hier gucken, was wir da machen können, um einfach besser durchzukommen. Wie gesagt, Leute, ihr braucht für Serie 1, Serie 2 bis Serie 12 braucht ihr nicht das ultimative Equipment haben. Wenn ihr das ultimative Equipment habt, also die Teile, das Setup, einen besseren Motor, einen besseren Frontflügel etc. pp. Und natürlich auch die besseren Fahrer, das Spiel wird nicht leichter, das Spiel wird schwerer. So, wenn ihr aber die normalen Teile habt, dann kämpft ihr immer mit Leuten, die in eurer Kategorie sind. Also die bei euch in den Teampunkten mit drin sind. Ja, ich habe hier jetzt 530 Teampunkte. Wir machen jetzt mal gleich ein Rennen danach. Und da ist es schon nicht mehr so leicht zu gewinnen. Ja, hier mit der richtigen Taktik kommt man eigentlich zu 90% kommt man hier durch. Wenn man ein stärkeres Team hat, dann ja, kann man schon von 10 Rennen verliert man dann vielleicht auch 5 oder 6. Und das ist dann auch schon bitter. Ja, das tut ja dann auch weh wegen der Kohle. Von daher mit dem Setup hier müsst ihr euch echt gar keine Sorgen machen. Es funktioniert auf jeden Fall besser. Wenn ihr jetzt von 10 Rennen 1 verliert, wen interessiert's? Ja, dann ist das halt einfach mal so. Ihr seht selber jetzt der Gegner hier. Müssen wir mal kurz wieder zurückgehen. Hier, schaut euch das an. Er hat gar keinen Reifen mehr. Ja? Also man zwingt mit dieser Taktik auch den Gegner, die Fehler zu machen. Definitiv. Und das sind so Sachen, womit wir dann halt einfach gewinnen. Ja? Und Platz 19 für Kevin Magnussen aus Serie 2. Der überholt gerade jetzt noch welche. Holt die sich noch in der letzten Runde. Platz 17. Also, Platz 8 mit Charles. 17 mit Kev. Ist super. Perfekt. Kann man auf jeden Fall so machen. Schreibt mir unten in die Kommentare, was haltet ihr von dem Setup, was haltet ihr von der Strategie. Und
Wollt ihr Serie 6 sehen? Das ist natürlich dann auch sowas. Da bin ich aber selber noch dran. Also Serie 5, kein Problem. Wie ihr seht, haben wir gemacht. So. Perfekt. Haben wir eine Kiste, machen wir auch noch auf. Ja, Kisten in letzter Zeit sehr viele. Müsste man noch können. Schöne Teile, sowas. Also ich bin wirklich nur gezielt auf epische. Ich will nur die epischen haben, weil das ist ja super mit den epischen. Deswegen müssen wir auf Serie 12 schnell hoch. Leute, ich sag mal bis gleich. Gleich geht's weiter mit meinem Setup. Also bleibt dran, falls ihr schon bis hierhin hingeguckt habt. Ein Like und ein Follow wäre auf jeden Fall super, also ein Abo. Und wir sehen uns gleich sofort wieder bei dem nächsten Video, und zwar mit meinem Setup in Serie 5. Gucken wir mal, ob wir P1 und P2 machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar machen wir jetzt Serie 5. Und zwar mit meinem Equipment, wie schon gesagt. So, bei Fahrer, dann nehmen wir Verstappen und Ricciardo. Verstappen Serie 12. Ricciardo Serie 10, beide episch. Dann Apex auf Stufe 3. Dann hier. Schön. Prestige. Ich hoffe, dass ich ein paar Teile davon kriege, damit ich das schön appen kann. Super geiles Teil. Dann Spectral. Dann hatten wir Symbol drin. Ja, Symbol und Titan. Kann das sein? Nee, das kann sein. Da ist irgendetwas. Ich hatte das ja gewechselt, gerade in dem Video, aber doch, das ist doch das Equipment, was ich habe. Oder war das hier sogar? Ja, Quicksilver, genau, 4,54. So. Und Serie 5. Wie in dem Video ich sage, ist es schwerer. Es ist nicht leichter. Ihr trifft erstmal mit besserem Equipment, was ihr habt. Deswegen, wenn ihr so gesehen Serie 2, Serie 3 Equip-Teile baut in eurer Serie 5, dann ist halt so, dass ihr leichtere Gegner findet. So, wenn du dann die Strategie hast, dann fährst du auf jeden Fall Top 10. Ja, so Top 10, ein Fahrer muss eigentlich immer in die Top 10 rein. Also Platz 8, Platz 9, irgendwie sowas. Da muss immer was dabei sein. Nicht beim Qualifying. Qualifying, wenn ihr 15, 20 macht oder selbst wenn ihr 18, 20 macht, alles wunderbar, keine Panik. Nur weil Quali mies gelaufen ist, heißt das noch lange nicht, dass das ganze Rennen mies läuft. Weil, wie schon gesagt, die Taktik ist wirklich das A und O. Ihr könnt nicht 4 Runden auf Hard fahren und dann 3 Runden auf Soft. Das funktioniert ja nicht. So. Habt ihr gesehen? 2 und 4, ja. Ist ja Serie 5. Und ja, ich versuche mit Max natürlich weg und mit Ricciardo fahren wir eine Medium-Taktik. Da fahren wir eine 3 Runden, also 3-3-2 und Verstappen fährt. Müssen wir sehen. Ah, guck mal da. Da kann ich noch nicht mal was machen. Ja, jetzt bin ich da. Das ist ja ärgerlich. Jetzt konnte ich nicht pushen, aber ist nicht schlimm, weil Verstappen ist trotzdem weg. So, unser Gegner. Hard und Medium. Ja, das wird nichts für ihn. Tut mir leid. Jetzt versuche ich natürlich auch zu drücken. Hätte ich das nämlich gewusst, wäre ich jetzt mit Ricciardo natürlich auch auf Softs gegangen. Aber halb so wild. So, für Verstappen war es das jetzt, ich glaube. So fahren wir jetzt durch. Wir fahren nicht eine 2-3-3 mit Max, sondern wir fahren eine 3-3-2. Ja, so wie für Ricciardo genauso. Oder? Nein, wir ändern das. So, Ricciardo drückt. Der muss den machen. Jawohl, da sind wir durch. So, runter. Verstappen kommt rein, ja, wie schon gesagt. Bitten wir. Und ohne Risiko fahren wir den ersten Platz nach Hause mit Max. So.
So. Ricciardo pittet jetzt. So, auf Medium. Max kann auch ein bisschen beschleunigen. Reparieren, immer reparieren, das sowieso. Weil, wie gesagt, wir fahren mit Equipment aus Serie 12 in Serie 5. Ich will auch sehen, was die können. Ich will pushen, ich will sehen, wie sind die Überholmanöver, wie läuft es überhaupt, ja, so. Und das war's. So, für Max, der bleibt jetzt 2 Runden komplett auf Minusgrün, ja, und schaut sich einfach die Chose an. So, 6 Sekunden Pitstop mit Reparatur, völlig okay. Und los geht's. In Serie 6 und in Serie 7, also ich glaube nicht, dass ich in Serie 7 noch nicht, dass ich noch keine harten Reifen brauche, weil, wie gesagt, ihr müsst euch auch das Equipment langsam holen. Und wenn ihr das Equipment dann habt, dann könnt ihr eigentlich immer schön auf Softies rausfahren. Ja. Hier auch, jetzt ganz ehrlich, normalerweise zweimal Soft. Der eine fährt mit 2-3-3, so wie der das jetzt gerade macht, der Max. Ne? So. Und die letzten, da wollen wir auch noch ein bisschen drücken. Da kommen wir auf Medium raus. So, er muss auch nochmal pitten mit Russell. So, das würde für uns sogar heißen, dass wir mit Ricciardo eventuell sogar noch den 2. Platz holen. Und da haben wir einen Mix, also Max Verstappen jetzt. 2 Runden auf Soft, 3 Runden auf Soft und dann nochmal 3 Runden auf Medium. So, er kommt jetzt auch rein, seht ihr? So, er kommt jetzt auch rein. Und wir switchen auf Medium, damit wir dann halt ein bisschen donnern können. Ricciardo kommt da hinten angeflogen. Und weg ist er. Max Verstappen kommt noch vor seinem Russell raus. Perfekt, er auch auf Medium. Das war's. So, und wir können mit Max, pushen. Wir können mit Max pushen. Komplett. Machen wir aber nicht. Wir halten ihn ab. So. Ja, reparieren brauchen wir nicht. So, und dann machen wir keine Reparatur. Das passt. Dann versuchen wir 1 und 2 zu machen hier. Sieht doch gut aus. Er sieht nicht danach aus, als würde er mit Russell so viel pushen. Für mich ist einfach nur wichtig, dass ich vor ihm rauskomme. So, und jetzt können wir 2 noch attackieren hier. Komm, los geht's. So, mit Max Verstappen werden wir jetzt auch bis zum Ende durchpushen. Ihr seht, alles wunderbar. Ricciardo muss sich beeilen mit Russell, weil wir sonst ein Problem haben, und zwar mit unserer Zuverlässigkeit in der letzten Runde. Also von daher, so, jetzt müsste der Move kommen. Er muss jetzt kommen. Er muss kommen. Und da, perfekt, wir schalten direkt runter, lassen Max Verstappen noch ein bisschen auf pushen. Nein, weg hier. Das ist ein bisschen zu nah hier. Aber wir haben noch Power, so ist das jetzt nicht. Versuchen da jetzt auch weg, so weg. Sehr gut. Boah, das war knapp. Da wollte er nochmal kommen, du. So, aber alles wunderbar. Haben genug Sprit. Und das war, wie ich schon gesagt habe, einfach nur verdammt knapp. Also 1% Zuverlässigkeit, P1, P2, selbst noch in Serie 5. Ja, Serie 7 habe ich heute mal ausprobiert. Läuft auch ganz gut. Von daher alles wunderbar. Serie 8 bin ich dran. Das machen wir heute auf, so wie es aussieht. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie schon gesagt, die Taktik ist mega wichtig. Wenn ihr gute Fahrer habt, das heißt noch lange nicht, dass ihr alle gewinnt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Morgen, denke ich mal, ein kleines Päuschen. Aber schaut einfach rein. Videos jeden Tag. Ciao, Leute.